Hallo zusammen, ich trinke gerade ein chinesisches Erfrischungsgetränk. Es besteht aus Kräutern und es ist sehr erfrischend. Mit erfrischend meine ich, dass es den Durst stillt und einen kühlenden Effekt hat. Heute nehme ich euch mit auf einen Tag mit mir. Ich zeige euch, wie man Ostereier auf eine natürliche Art färben kann. Das Bemalen von Ostereiern ist eine sehr beliebte Ostertradition im deutschsprachigen Raum. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie meine Großmutter früher solche Ostereier gefärbt hat, und das hat mir immer eine große Freude bereitet. Also legen wir los. Victoria Street ist eine bunte Gasse und wird oft als Inspiration für die Diagon Alley in den Harry Potter Büchern genannt. Das ist ein trauriger Ort. Hier wurden früher Menschen erhängt. Ich habe auf dem Wochenmarkt ein Knoblauchbrot gegessen. Es war super gut. Es hatte so viel Knoblauch. Jetzt riecht mein Atem nach Knoblauch, aber das ist egal. Es lohnt sich. Es hat sich gelohnt. Ich sitze im Park mit einem Smoothie. Das ist ein Smoothie mit gemischten Früchten. Es gibt Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren und Kokosnussmilch in diesem Smoothie. Und es ist wirklich super fruchtig und sehr, sehr lecker. Und ihr fragt euch vielleicht, warum ich eine leere Tupperdose habe. Ich brauche diese Tupperdose für mein Projekt. Ich bin im Park, weil ich verschiedene Gräser und Blumen oder schöne Pflanzen finden möchte, mit denen ich die Eier bemalen kann. Also schauen wir, ob wir einige finden. Ich zupfe ein bisschen Gras. Ich schließe den Deckel. Meine Tupperdose ist voll, ich habe alles, was ich brauche, also gehe ich jetzt nach Hause. Ich bin wieder zu Hause und ich habe mich umgezogen. Das erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ist es, eine frische Hose anzuziehen. Ich trage jetzt eine lockere und bequeme Jogginghose. Ich mag es nicht, die Kleidung zu tragen, die ich draußen anhatte. Ich habe hier einige Zwiebelschalen gesammelt. Das sind Schalen von roten Zwiebeln. Und diese Schalen lege ich nun in diesen Topf, der mit Wasser gefüllt ist. Und ich bringe sie zum Kochen. Ich gebe einen Esslöffel Essig hinzu. Ich habe außerdem ein bisschen Paprikapulver hinzugegeben, um eine rötliche Farbe zu verleihen. Das Wasser kocht, also bringe ich jetzt die Temperatur runter und lasse es dann ungefähr eine halbe Stunde lang köcheln. "30 Minuten sind vorbei, das Wasser ist bereit. Und ich habe hier eine Strumpfhose. Ich schneide die Strumpfhose jetzt in einige Teile. Die Teile sind nicht gleichmäßig geschnitten. Sie haben nicht genau die gleiche Größe, aber das ist egal. Ich habe einen Karton Eier. Dieser Karton hat Platz für fast ein Dutzend Eier. Ein Dutzend sind 12 Eier. Es hat nicht ganz ein Dutzend, aber fast. Es gibt 10 Eier in diesem Karton.
Und ich nehme jetzt ein paar. Ich wähle die Eier, die vielleicht ein bisschen eine hellere Farbe haben, im Gegensatz zu anderen Eiern. Ich wähle die Eier, die eine etwas hellere Farbe haben, damit es einen besseren Kontrast gibt, wenn man sie färbt. Kommen wir zum spaßigen Teil. Ich habe hier die Tupperdose mit verschiedenen Blättern und Blumen und ich benutze sie jetzt, um die Eier zu verzieren. Ich wähle ein Blatt und befestige es mit der Strumpfhose am Ei. Dann lege ich das Ei in die Strumpfhose. Danach lege ich noch ein paar Blätter auf die Rückseite. Ich nehme einen Faden und schneide ein Stück ab. Die Strumpfhose sollte gut gespannt sein. Das Ei muss eng verpackt sein. Dann nehme ich den Faden und wickle ihn um das Ende der Strumpfhose. Wickeln bedeutet in diesem Fall, dass man den Faden mehrere Male um die Strumpfhose dreht. Ich binde es fest, ich mache einen Knoten. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. So sieht das fertige Ei aus. Es erinnert mich an ein Bonbon. Wie nennt man dieses Geräusch? Das ist Rasseln. Man kann auch Reis nehmen, um die Eier zu verzieren, um ihnen ein anderes Muster zu geben. Und das mache ich jetzt. Ich gebe die Reiskörner hinzu. Und ich binde einen Knoten. Dann verteile ich die Reiskörner, damit überall ein paar liegen. Ich lege die Eier ins Wasser und ich lasse sie bei niedriger Temperatur ungefähr 10 bis 15 Minuten köcheln. Die Eier sind fertig gekocht. Ich nehme sie raus und lege sie in diese Schüssel mit kaltem Wasser. Ich lege sie vorsichtig in die Schüssel, also sehr langsam, damit sie nicht zerbrechen. Ich nehme die Eier aus dem Wasser und ich schneide die Strumpfhose. Schauen wir, wie sie geworden sind. Ich trockne die Eier. Das sind die fertigen Eier. Die Eier von meiner Großmutter sehen viel besser aus, aber ich bin trotzdem stolz. Ich denke, sie sehen trotzdem sehr hübsch aus. Das ist mein Lieblingsei. Man kann die Reiskörner sehr gut erkennen. Ich denke, es sieht sehr hübsch aus. Alle Eier haben eine sehr schöne Farbe. Sie sind braun und ein bisschen rötlich. Man kann die Blätter leicht erkennen. Man kann den Abdruck erkennen. Aber man sieht es nicht überall super deutlich. Auf diesem Ei kann man das nicht so gut erkennen. Es gibt im Deutschen übrigens viele Ausdrücke, die mit Fäden oder ähnlichen Dingen zu tun haben. Schauen wir uns einige an. Ich schnalle meinen Gürtel zu. Ich mache meinen Gürtel zu. Ich binde mir einen Schal um. Jetzt trage ich einen Schal. Ich binde mir meine Haare mit einem Haargummi zusammen. Meine Haare sind zusammengebunden. Ich ziehe meinen Reißverschluss zu. Ich mache meine Jacke zu. Ich greife in meine Tasche und ziehe meine Kopfhörer raus. Die Kopfhörer haben sich verheddert. Das bedeutet, sie haben sich ineinander verknotet und ich muss sie jetzt ein paar Minuten entwirren und entknoten, damit sie wieder ordentlich aussehen. Jetzt sehen die Kopfhörer wieder ordentlich aus und ich kann sie benutzen. Entknoten bedeutet, dass man einen Knoten auflöst. Entwirren heißt, dass man etwas auseinanderzieht.
das verknotet oder durcheinander ist. Das ist mein Glätteisen. Es hat ein sehr langes Kabel. Ich wickle das Kabel auf, damit es ordentlich bleibt. Ich habe das Kabel aufgewickelt. Ich binde eine Schleife. Ich binde meine Schuhe zu. Meine Schnürsenkel sind fest zugebunden. Ich war im chinesischen Supermarkt und ich habe viel Ramen gekauft. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Das bedeutet, ich habe zu viel Auswahl und ich weiß nicht, was ich wählen soll. Aber ich denke, ich probiere heute dieses Ramen hier. Ramen ist nicht so gesund und man sollte es natürlich nicht zu häufig essen. Aber es steht hier, dass es nicht frittiert wurde. Also ist das vielleicht ein kleines bisschen gesünder. Und das probiere ich jetzt. Dieses Ramen hat einen Sesamgeschmack. Ich öffne die Verpackung. Hier sind die Nudeln und hier sind die Soßen. Das ist die Sesamsoße. Hier gibt es, ich denke, das ist Sojasauce oder Teriyaki vielleicht, das ist Sojasauce. Und hier gibt es ein bisschen Chili-Pulver. Ich vermute jedenfalls, dass das Chili-Pulver ist. Schauen wir. Ab in die Mikrowelle. Ich habe gestern hausgemachtes Frühlingszwiebelöl gemacht und ich gebe ein bisschen dazu. Hier ist mein Ramen. Es ist wirklich sehr lecker. Es hat einen starken Sesamgeschmack und es ist ein bisschen scharf, aber nicht zu scharf. Ja, und wirklich sehr lecker. Das ist das Ramen von meinem Partner. Er schält ein Osterei und isst es anschließend mit dem Ramen. Ramen und Eier passen gut zusammen.